Hallo zusammen, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurem M2 Competition oder einem ähnlichen F-Serie Modell die Gurthalter an der Rückbank ausbauen könnt. Ihr seht, hier sind die schon draußen bei mir und ich zeige euch jetzt gleich, wie das funktioniert. Das ist super einfach. Hier in der Mitte habe ich jetzt mit entsprechendem Gaffer-Tape die beiden Anschlusspunkte befestigt, damit die einfach nicht mehr hin und her wackeln und da keine Geräusche entstehen. Ansonsten müsste ich die, wenn ich die ausbaue, eben aus dem Fahrzeug rauskodieren. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, deswegen erstmal nur fixiert, damit da keine Geräusche entstehen. Und hier sehen wir jetzt auch, hier ist auch der Gurt weg. Und ja, ich zeige euch, wie das jetzt genau funktioniert. Wir starten also jetzt hier auf der Beifahrerseite. Hier sehen wir unten einmal eine Verschraubung des Gurtes, die müssen wir lösen und entfernen. Und dann hier oben gibt es so eine Plastikabdeckung, so eine Plastikschale, die sitzt um diese Gurt-Lafayette herum. Und da hat es 4 von diesen 8er Nussschrauben, das heißt, ihr nehmt also einfach eine 8er Nuss und dann könnt ihr die lösen. Diese 4, die müsst ihr alle abschrauben und dann könnt ihr die Plastikabdeckung sozusagen wegziehen. Das habe ich jetzt hier einmal gemacht, die habe ich jetzt alle gelöst und jetzt könnt ihr die einfach mit ein bisschen hin und her wackeln, könnt ihr die Plastikabdeckung da ja, von dieser Gurt-Lafayette runterziehen, beziehungsweise von dieser Gurtkassette, in der der Gurt aufgewickelt ist. Und dann könnt ihr die nach unten schieben. Wegbekommen tut ihr die nicht, weil der Gurt da durchgeführt wird, aber ihr bekommt sie hier oben eben aus dem Weg, um dort nochmal eine weitere Schraube zu lösen, um dann den Gurt eben komplett abnehmen zu können. Hier oben sehen wir jetzt also die Gurtkassette und die ist mit einer weiteren Schraube am Chassis befestigt und wenn wir diese Schraube lösen, dann können wir eben die komplette Gurtkassette entnehmen und sind den Gurt los. Hier sehen wir die jetzt, das ist ein bisschen schwer zu filmen, weil das direkt ja, an der Scheibe ist. Die müssen wir jetzt lösen, das mache ich jetzt hier die letzten paar Umdrehungen. Da drehe ich die Schraube jetzt raus und dann habe ich die auch gleich in der Hand. Das sind die gleichen Schrauben wie unten an der Rückbank auch, also gleiche Gewindetyp, gleiche Schraube. Und jetzt ist diese Kassette da so leicht reingesteckt, die hat so einen Widerhaken, den müsst ihr ein bisschen nach vorne ziehen und dann kommt dieser Widerhaken raus und ihr könnt die Kassette entnehmen. Und jetzt eben noch hier unten die letzte Schraube auch lösen, wo der Gurt auch nochmal am Chassis befestigt ist und dann habt ihr den kompletten Gurt von der Beifahrerseite eben entsprechend schon gelöst und ausgebaut. Gleiches Prinzip auch auf der anderen Seite. Das ist jetzt, ich mache das nicht, weil das irgendwie viel Gewichtsersparnis bringt. Ich wiege das zwar nachher auch, dann seht ihr auch, was das nochmal gewichtstechnisch ist. Hier könnt ihr es jetzt entweder so machen, dass ihr die Schrauben, wie ich bei der Rückbank ja auch gesagt habe, wieder direkt einschraubt, dann müsst ihr sie später nicht suchen. Allerdings sind ja auch noch diese 4 8er Nussschrauben mit dabei gewesen. Die kann man nicht verschrauben am Chassis. Das ja, funktioniert nicht so gut ohne diese Plastikabdeckung, deswegen, ich habe die Schrauben dann später wieder rausgenommen, alles in ein Tütchen und eben zusammen sozusagen im Keller in eine Box gepackt, einfach damit man, wenn man später wieder montiert, alles wieder beisammen hat. Und hier ist jetzt dieser Widerhaken, von dem ich gesprochen habe, der die Kassette auch nochmal im Chassis befestigt. Hier oben ist dann, wie gesagt, dieser Widerhaken in das Chassis eingesteckt, damit da nochmal ein bisschen zusätzliche ja, Verdrehsicherheit und sowas herrscht. Wie gesagt, ich baue die jetzt nicht wegen gewichtstechnischen Gründen aus, sondern ich habe ja die ganzen Verkleidungselemente dort hinten entnommen. Und wenn ich dann auf der Rennstrecke unterwegs bin, dann rappelt das halt teilweise ein bisschen, deswegen nehme ich das jetzt raus. Dann habe ich da diese komischen Rappelgeräusche nicht mehr. Hier habt ihr jetzt einmal auf der Fahrerseite gesehen, wie ich da den Schlüssel angesetzt hatte, um mit der 8er Nuss die 4 Schrauben zu lösen. Hier ist auch wieder das gleiche Prinzip, diese Plastikabdeckung, wenn die Schrauben gelöst sind, einfach nach unten wegklappen. Und dann oben an der Kassette die letzte Schraube lösen, die Kassette wieder leicht nach vorne ziehen, aus dieser Öse heraus und zack habt ihr den ganzen Gurt in der Hand. Das ist wie gesagt auf beiden Seiten das gleiche. Ich zeige das jetzt hier nochmal so ein bisschen, dass ihr das sehen könnt, dass da diese Nase eben ins Chassis versenkt wird, um da nochmal ein bisschen zusätzliche Stabilität zu bekommen. Was ich jetzt hier auch gemacht habe, zusätzlich eben zu den Gurtausbauten, ihr seht das ja schon, hier unten ist jetzt eben das komplett blank auf der Rückbank. Ich habe also auch diese kleine Dämmmatte entfernt, die da sozusagen noch unterhalb der Rückbank angebracht war, damit dort eben, ja, also da sammelt sich nur Staub und Dreck und so habe ich es dann einfacher, wenn das blankes Metall ist, das sauber zu machen. Deswegen habe ich die auch mit rausgenommen, genauso wie hinten dran. Die Abdeckung vom Kofferraum, die ist auch weg und ja, dann ist es einfach ein Aufwasch. Hier zeige ich jetzt noch einmal kurz, diese Seitenverkleidung war an dieses Plastikteil angeklipst mit diesem Clip.
Allerdings ist das Loch in der Seitenwand zu groß, um den Clip dort zu befestigen. Deswegen habe ich den Clip einfach hier wieder an das Plastikteil gemacht, sodass der auch nicht verloren geht. Und wenn ich später wieder anbaue, habe ich alles an einem Platz. Hier jetzt nochmal ganz kurz das Wiegen der einzelnen Teile. Ich habe die Waage also genullt und jetzt rein. Wie gesagt, das geht mir jetzt hier nicht ums Gewicht, aber vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, was es denn nachher wiegt. Das heißt, ich packe jetzt auch einmal die ganzen Schrauben, sowohl die großen als auch die kleinen und eben die Gurtkassette links und rechts, also Fahrer-Beifahrerseite, inklusive dieser Plastikabdeckung hier auf die Waage, um einfach mal zu gucken, was ist das denn gewichtstechnisch. Da sind jetzt also alle Teile drauf. Und die Waage sagt, das sind jetzt 1,86 Kilo. Jetzt habe ich ja noch diese Dämmmatte, die vorher eben da unterhalb der Rückbank vorhanden war. Die habe ich jetzt auch rausgenommen. Jetzt mache ich die mal noch mit dazu. Wir waren ja gerade eben bei 1,86. Ich habe die Dämmmatte jetzt einfach zusätzlich zu diesen Gurtteilen mal oben drauf gelegt. Ich habe nur meine Hand leicht angelegt an die Matte, damit sie da nicht wegrutscht. Und jetzt mal eine Position finden, dass sie da einigermaßen hält. Genau, das sind jetzt also die Gurtkassetten plus eben die Dämmmatte und die Schrauben. Und da sind wir dann insgesamt bei 2,72 Kilogramm, was ja schon mal ganz okay ist. Für so ein bisschen Zeug ist das schon ganz ordentlich. Dann habe ich ja noch diese Abdeckung von dem Kofferraum ausgebaut. Diese hat eh nicht mehr richtig gehalten, weil ja die Rückbank raus ist. Das heißt, die hat es immer ein bisschen nach vorne gerutscht beim Starten, Bremsen und so auf der Rennstrecke. Deswegen habe ich die jetzt auch rausgenommen. Und jetzt schaue ich auch mal, was die wiegt. Die ist ja dann doch ein bisschen größer und ist ja mit Pressspan. Die hat vielleicht auch ein bisschen Gewicht. Dann habt ihr das auch mal gesehen und wisst, wie viel die wiegt. Jetzt packe ich die hier auch mal mit drauf. Ja, und die wiegt dann auch nochmal 2,1 Kilo, ist immer also 2,7 und 2,1, insgesamt 4,8 Kilo gespart. Jetzt wisst ihr also auch, wie viel euch das sozusagen an Gewichtsersparnis bringt. Wie gesagt, das ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk gewesen bei mir. Ich wollte einfach nur diese Geräusche reduzieren, die eben entstehen dadurch, dass da jetzt die Verkleidungselemente fehlen und das alles so ein bisschen lose hin und her wackelt. Außerdem finde ich, ist natürlich, je weniger da Krimskrams drin hängt, desto cleaner sieht das aus und mir persönlich gefällt das sehr gut. Ich hoffe, für euch war es hilfreich und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!